Das Verb malen und das Verb malen. Erst einmal hört man gar keinen Unterschied. Und das ist auch tatsächlich so, dass man keinen Unterschied in der Aussprache erkennen kann. Es hat lediglich den Unterschied in der Bedeutung. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und liebe Abonnenten, zu unserem heutigen Video und zu unseren beiden homophonen Wörtern. Homophone Wörter sind Wörter, die sich grundlegend in der Aussprache gleich anhören. Malen und malen. Und wir schauen uns das Ganze einmal mit Hilfe meiner mitgebrachten Fragen an. Und so können wir schauen, ob ihr schon gut Bescheid wisst über diese beiden Verben oder ob wir daran noch etwas arbeiten sollten. Die erste Frage, die ich dazu habe, ist: Welches Verb passt in die Lücke? Zu diesem Satz haben wir 4 Antwortmöglichkeiten, nur eine einzige ist hier richtig und die ist bitte hier in diesen Satz so einzufügen, dass dieser Satz grammatikalisch funktioniert und das richtige malen hier verwendet wird. Und wir probieren alles aus. Die alte Windmühle. Gemahlt das Getreide zu feinem Mehl? Oder ist es die Antwort B, die alte Windmühle mahlt das Getreide zu feinem Mehl? Oder Antwort C, die alte Windmühle mahlt das Getreide zu feinem Mehl? Oder ist es dann Antwort D, die alte Windmühle mählt das Getreide zu feinem Mehl? So, und ihr bekommt von mir wiederum 10 Sekunden Zeit, um euch das Richtige auszusuchen. Nur eine Antwort ist richtig, bitte, um euch das dann hinterher auch laut vorzusagen. Und ich präsentiere euch gleich die Lösung. Erst einmal möchte ich euch zeigen, was unsere Müller mit unserem Getreide so tun. Mahlen ist richtig. Getreide oder auch Körner werden in eine Schale geschüttet und dann fährt man mit diesen großen, schweren Rädern darüber und zerkleinert. Liebe Freunde, Antwort B ist richtig. Und zerkleinert das Ganze, so dass es zu feinem Mehl zerdrückt wird, gemahlen wird. So ist es richtig, jawohl. Die alte Windmühle mahlt das Getreide zu feinem Mehl. Und dadurch, dass wir diesen Satz so haben, wie es hier geschrieben steht, haben wir das Verb mahlt mit H bitte gewählt. Dadurch, dass wir hier das Getreide zerkleinern, denn ohne H wäre es, dass wir das Getreide mahlen, anmahlen. Und das ist natürlich nicht richtig, aber es hört sich immer noch in der Aussprache genauso an. Im Gespräch, also in der Aussprache, hört man nicht den Unterschied, aber in der Schreibweise wäre es ein Fauxpas, wenn man das Ganze dann ohne H schreiben würde. Also, die alte Windmühle mahlt das Getreide zu feinem Mehl. Mahlt ist unser Verb. Und wir sind hier im Kasus Akkusativ unterwegs, aus dem einfachen Grunde, weil der Kasus Akkusativ genau diese beiden Teile, die er immer wieder erfragt in einem Satz, hier direkt vorfindet. Mahlt ist das Verb. Was wird hier gemahlen? Es wird das Getreide gemahlen und so kann man sagen, dass diese beiden Teile des Satzes das Ganze sofort so komplettieren, dass wir uns sofort mit dem Verb mahlen und dann mit dem direkten Akkusativobjekt in diesem Satz im Kasus Akkusativ befinden. Und dann geht es noch ein kleines Stück weiter. Wir haben noch danach die Präposition zu, die wir hier haben. Und diese Präposition zu verlangt immer den Dativ. Und der Dativ kommt auch sofort mit einem schönen Kennzeichen hier direkt in unser Augenblick, hätte ich bald gesagt, in unser Licht hier, zu feinem Mehl.
Das typische Dativ M ist hier hinten schön angefügt und deswegen ist der Rest des Satzes hier tatsächlich Dativ. So sieht's aus, ihr Lieben. Wenn ihr diese Antwort hier gewählt habt, Antwort B, bitte malen oder in dem Fall malt mit H, dann seid ihr hier exakt richtig, denn wir malen etwas. Ja, das ist genau der Unterschied daran zwischen malen und malen. Und das andere Verb malen kommt auch gleich noch dran. So, nächste Frage, ihr Lieben. Was tut ein Künstler, wenn er eine Leinwand benutzt? 4 Antwortmöglichkeiten haben wir wiederum. Er malt ein Porträt, er malte ein Porträt, er malt ein Porträt oder er malen ein Porträt. Welches dieser Antwortmöglichkeiten ist richtig? Eine einzige ist bitte nur richtig, die anderen sind falsch. 10 Sekunden bekommt ihr wieder Zeit von mir, ihr Lieben. Und dann könnt ihr euch das bitte laut vorsagen, der Satz, der richtig sein sollte, damit ihr gleich auch noch zusätzlich die Aussprache und euer Gehör dann auch noch schult. Das wäre am besten, so nimmt man am meisten mit. Und was habt ihr euch vorgesagt? Welche Frage oder welche Antwort ist hier richtig? Die Antwort, ihr Lieben, die Antwort ist die Antwort C ist hier richtig, ja, aber natürlich, er malt ein Porträt. Wir malen mit Pinsel und Farben ein Porträt. Ich möchte bald sagen, ein Bild, wenn man es richtig deutsch sagt. Wir malen ein Bild. Oder auch, ich möchte bald sagen, das andere Verb, welches wir auch in der deutschen Sprache des Öfteren dafür verwenden, wir zeichnen etwas. Wenn das Ganze etwas filigraner und etwas, feiner gemalt wird, dann ist es hier, er malt. Und malen tun wir bitte immer ohne H. Ja, das ist nicht anders möglich. Das Tu-Wort oder Verb ist hier malt oder malen und das ist das Verb ohne H. Eben hatten wir das Verb mit H, malen, Getreide, und wir haben jetzt hier das Verb malen, indem wir ein Bild malen. Und das Ganze ist natürlich hier in diesem Satz richtig konjugiert auf die Person er, sie, es, wenn man so möchte, die dritte Person, und hier richtig als malt. Malen ist erst einmal das Infinitiv, also das Grundverb, und hier heißt es richtigerweise, er malt ein Porträt, er malt ein Bild. So ist es exakt richtig und so gehört es. Und hier unten habe ich noch geschrieben, ihr könnt es sehr gerne mitlesen, dafür zeige ich euch das alles. Künstler erschaffen Bilder mit Pinseln und Farben, wofür das Verb malen korrekt ist. Jawohl, so sieht es aus. Wir malen auf eine Leinwand mit Pinsel und Farben. So gehört das Ganze und das ist bitte das Malen. Wenn ich etwas mit Pinsel auf eine Leinwand bringe, dann ist es bitte ohne H zu schreiben, malen, ganz normal. Ja? Also wie es hier geschrieben steht, ihr seht es ja auch hier, genau. Und dieser Satz ist hier ebenfalls, so kurz wie der Satz ist, möchte ich euch das auch noch gerne kurz verraten, dass wir uns ebenfalls wieder im Kasus Akkusativ hier befinden. Und das ist bei diesen beiden Wörtern natürlich in der Natur der Sache, möchte ich bald sagen. Der Kasus Akkusativ erwartet ein Verb und etwas, einen Gegenstand, an dem oder mit dem etwas ausgeführt wird. Und das ist natürlich klar, wenn ich sage, ich male oder er malt, dass wir sofort fragen können, wen oder was malt er? Und daraufhin muss das direkte Akkusativ zur Sprache kommen, also das direkte Akkusativobjekt zur Sprache kommen. Er malt natürlich ein Bild, ein Porträt. So sieht es aus und wir bewegen uns hier richtigerweise genau im Kasus Akkusativ durch das Verb malen, ohne H, und das direkte Objekt, und das ist hier in dem Fall ein Porträt.
So sieht es aus, ihr Lieben. Weiter geht es. Und das nächste kommt nun. Wir schauen es uns an. Welches ist die richtige Form für das Partizip Perfekt? Ja, einen kleinen Teil aus der Grammatik wollte ich euch gerne auch noch mit dabei packen, damit ihr das auch eben mitlernt. Viele können das schon, aber dennoch, wir gucken mal. Ich habe den Kaffee frisch, Antwort A, gemalt. Ich habe den Kaffee frisch gemahlen. Oder ist es Antwort C, ich habe den Kaffee frisch gemahlen ohne H? Oder Antwort D, ich habe den Kaffee frisch gemahlen. Welche Antwort ist hier bitte richtig? Und ihr bekommt wieder von mir die 10 Sekunden, sehr, sehr gerne, um euch zu überlegen, was hier das Richtige ist als Antwort. Und, malen und malen. Das sind zwei nicht hörbare Unterschiede, aber so unterschiedliche Verben. Ja, schön. Und was sagt ihr? Was habt ihr euch laut vorgesagt? Welche Lösung war hier richtig? War es die Antwort B, dann ist es richtig, ihr Lieben. Die Antwort B haben wir hier. Antwort B ist hier richtig. Ich habe den Kaffee frisch gemahlen. Und ich zeige euch auch ebenfalls das hier. So, könnt ihr sehen, ich habe den Kaffee frisch gemahlen. Und dafür gab es früher auch kleine Mahlmaschinen, die so oben drauf eine Kurbel hatten, viereckige kleine Kiste war. Und dann hat man die kleinen Bohnen da drinnen vermahlen, verkleinert, damit wir dann hinterher Kaffeemehl haben, so wie es heutzutage aus diesen Mahlmaschinen schon rauskommt. Das ist dann, ich habe den Kaffee gemahlen. So sieht es aus, ja? Und wir haben hier das Partizip natürlich mit als Hilfe genommen, da wir uns ja hier in die Perfektzeitform begeben haben. Gemahlen, da haben wir das Partizip an das Grundverb, Infinitivverb drangehängt, vorne, ja, als, ich möchte bald sagen, Präfix vorne angefügt, einmal hier gemahlen und das Ganze ist natürlich im Zusammenspiel bei der Perfektzeitform, das muss ich vielleicht auch erklären, habe gemahlen und dafür ist diese Perfektzeitform bekannt, dass man immer sagt, ich habe etwas gemacht, ich habe den Kaffee gemahlen, ich habe gesagt. Das ist dann eine vollendete Vergangenheit und das ist schon passiert und hier ist es dann durch das Hilfsverb haben, auch hier richtig konjugiert auf ich habe und mit dem normalen Infinitivverb und dem Partizip 2 das Ganze so kombiniert, dass wir uns hier in die Perfektzeitform begeben können. So gehört es, jawohl, und es gibt natürlich, nachdem ich das Ganze gemahlen habe, ich weiß nicht, wie laut das ist hier, aber ich glaube, ein wenig Ton hat das, genau. Nachdem ich dann die Bohnen gemahlen habe, ist es hinterher Kaffeepulver. Kaffeebohnen werden ebenfalls gemahlen. Man mahlt sie ebenfalls und mahlen bitte mit H geschrieben. So ist es richtig. Nächste Frage kommt sofort, ihr Lieben. In welchem Satz wird das Wort für zeichnen, pinseln, korrekt im Präteritum verwendet? Die einfache Vergangenheit, Präteritum, ganz einfache Vergangenheit. Und ich habe 4 unterschiedliche Sätze, die ich euch jetzt kurz vorlesen werde. Sie gemalt den ganzen Nachmittag an ihrem Kunstwerk. Oder sie malten den ganzen Nachmittag an ihrem Kunstwerk. Oder Antwort C. Sie malte den ganzen Nachmittag an ihrem Kunstwerk. Oder Antwort D. Sie malte den ganzen Nachmittag an ihrem Kunstwerk.
Jetzt könnte man sagen, bei C und D, Susa, du sagst genau das Gleiche. Ja, aber schaut euch die Schreibweise bitte unbedingt an des Verbs malen. Dann seht ihr, welche Unterschiede hier sind. Und jetzt müsst ihr nur noch das Richtige aus 4 Antwortmöglichkeiten finden. Ich gebe euch wiederum 10 Sekunden Zeit und bin gespannt, was ihr euch laut vorsagt. Da schauen wir gleich mal nach und dann präsentiere ich euch die Lösung und dann wisst ihr sicherlich am Ende des Videos mehr, welches Verb malen oder malen meinte ich gerade. Und ich habe die Antwort D hier gemeint. Ihr Lieben, sie malte und sie malte schon wieder. Ja, wir malen, wir zerbrechen oder zerquetschen oder zerkleinern keine Getreidekörner oder Kaffeepulver, Kaffeebohnen oder sonstigem. Nein, wir malen ohne H bitte. Wir malen hier auf einer Leinwand ein Bild oder ein Gemälde und das ist hier, sie malte den ganzen Nachmittag an ihrem Kunstwerk. So sieht es aus. Und wir verwenden, so fragte ich ja schon eingangs, wir verwenden dafür für malen, stattdessen auch schon mal ganz gerne zeichnen oder auch Pinseln. Und da wird natürlich ganz klar, warum hier dieser Pinsel das Ganze zeigt. Ihr seht es hier, ein Pinsel, der die Farbe auf der Leinwand, auf dem jeweiligen Bild verstreicht. Und das macht er auch richtig mit Bedacht, damit es auch genauso ist, wie es werden soll. Oder auch die Dame, ja, hatten wir auch gerade schon, die sich vor einer Staffelei befindet, sitzend ein Porträt fertigt oder eben eine Landschaft malt. So sieht es aus, ihr Lieben. Und es war die Antwort D, die hier richtig gewesen ist. Malte. Sie malte ist die einfache Vergangenheit, also Präteritum, und nicht bitte, sie hat gemalt. Das wäre dann schon etwas weiter hinten in der Vergangenheit. Das wäre nämlich wieder die Perfektzeitform. Hier ist es die einfache Zeitform. Ganz einfach, sie malte den ganzen Nachmittag an ihrem Kunstwerk. So sieht es aus, ihr Lieben. Und hier haben wir etwas tätig sein, ist natürlich ganz klar. Wir haben die Präposition, sie malte oder war tätig an etwas, ist jetzt hier tätig sein an etwas, haben wir hier unten. Und damit rufen wir, wie wir das bei der Frau auch sehr gut sehen können, hier den Dativ auf. Nicht nur alleine die Präposition, die uns dahin führt, sondern auch, dass die Dame so ruhig an einem Ort sitzt und ein Bild dort malt, ist nicht unerheblich daran beteiligt, dass wir hier den Kasus Dativ aufrufen müssen, da wir hier keine Ortsveränderung haben. So klein wie das Wort hier oben steht, aber wichtig ist es, es befindet sich hier der Maler oder die Malerin an einem gewissen Ort vor einer Staffelei oder an einem Bild und malen. So sieht's aus, wenn wir den Kasus Dativ hier richtig bedienen. Jawohl. Nächste Frage kommt. Nächste Frage ist bitte, welcher Kasus, welcher deutscher Fall wird in diesem Satz verwendet? Der Satz lautet, der Müller malt das Korn. Haben wir es hier mit dem Kasus Akkusativ zu tun? Haben wir es hier mit dem Kasus Nominativ zu tun? Oder mit dem Kasus Genitiv? Oder mit dem Kasus Dativ? Welches ist hier die richtige Antwort? Ich gebe euch wiederum 10 Sekunden Zeit und schaut euch diesen wirklich kurzen Satz noch einmal an, damit ihr auch das lernt, sofort den Kasus zu erkennen. Und dazu gibt es immer spezielle Fragen, Fallfindungsfragen nenne ich die ganz gerne. Und die kann man sich stellen, wenn man nicht weiß, welcher Fall wirklich dieser Satz hier beinhaltet. Und was habt ihr gesagt? Na, der Müller malt das Korn.
Ganz einfach, so wie ich es eben schon gesagt habe, diesmal mit H geschrieben. Jawohl, das unhörbare, lautlose H, welches sich hier so schön in dieses Verb integrieren lässt und nicht sich anhören lässt. Man kann es nicht hören. Der Müller malt das Korn ist natürlich im Akkusativ, ihr Lieben. Ja, aber natürlich, habt ihr es gesagt? Ich denke ja. Wir haben ja vorher schon gesagt, dass wir das Verb für den Akkusativ benötigen und dazu dann das jeweilige Akkusativobjekt. Das direkte Akkusativobjekt muss in dem Satz auch gegeben sein. Und schaut mal hier, was uns unser Satz hier herrlich präsentiert. Ein Verb. Der Müller ist ganz normal im Nominativ, also in der Grundform. Und dann weiter unser Verb, schön konjugiert. Der Müller malt das Korn. Was malt der Müller, wäre unsere Frage zur Fallfindung. Und hier kann man genau sagen, das Korn malt der Müller. Tatsächlich kann man das dann auch machen, dass man sich hier so eine Fallfindungsfrage dann stellt und die sind dann für den jeweiligen Kasus, 4 Stück haben wir in der deutschen Sprache, unterschiedlicher Natur, aber wenn man die 4 Fragen beherrscht, dann kann man sich fast bei jedem Satz abfragen, welcher Kasus da drin ist. Das macht man hinterher nicht mehr, weil man das ja dann recht schnell sieht und irgendwann die Fragen auch im Kopf hat. Aber am Anfang möchte ich euch empfehlen, immer ganz kurz diese Fragen zur Hand zu nehmen, auf ein Blatt Papier zu schreiben. Akkusativ ist gleich, wen oder was wird gemacht. Und das gilt auch für die anderen Kasus. Dann habt ihr eine kleine Hilfe als Notiz und dann könnt ihr die jedes Mal dabei nehmen und sobald ihr das könnt, kann man die dann, entsorgen, beiseite legen. Genau, nächste Frage kommt nun, ihr Lieben, sehr schön. Nun ergänzen wir ein deutsches Sprichwort und dieses bitte sinnvoll. Und ich bin gespannt, ob ihr es wisst. Wirklich, schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Schreibt es mir unbedingt. Jetzt kann ich euch etwas verraten. Ich habe es auch nicht gewusst und ich bin in Deutschland geboren. Ja, so. Nun ergänzen wir ein deutsches Sprichwort sinnvoll. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Wer zuerst kommt, malte. Moment, bisschen hoch machen. Malte zuerst. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Oder wer zuerst kommt, gemahlen zuerst. So, 10 Sekunden gebe ich euch Zeit und dann präsentiere ich euch die Lösung und ich bin gespannt, welches Malen ihr hier auswählt. Ich bin wirklich gespannt. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, welche Antwort habt ihr zu dieser Frage gegeben. Das würde mich wirklich interessieren, da man mir das auch nicht erklärt hat, sondern ich habe das auch einfach nur in meinem Kopf mehr oder weniger so übernommen und auch gesagt. Und ich war erstaunt. Und wir schauen uns die Lösung an. Die Lösung ist die Antwort A. Wer hätte es gedacht? Wir wollen gar nicht zuerst malen. Also, nochmal, wir wollen gar nicht zuerst malen, sondern, das ist das Verrückte, wer zuerst kommt, malt zuerst. Das ist Sinn des Sprichworts. Tatsächlich ist es so, dass hier das so veranlagt ist, dass wir bitte das Wort malt mit H. Wir zerkleinern schon wieder Getreide. Und das ist tatsächlich auch Gegenstand von diesem Sprichwort. Für mich war es immer klar, und das sage ich euch auch ganz ehrlich, so wie es hier ist, da man das nie korrigiert hat bei mir, aber das nicht wirklich schlimm ist, dass ich gesagt habe, wer zuerst kommt, malt zuerst, ohne H. Ja, also malen oder malen ist im Prinzip nicht der richtige Unterschied, aber es ist halt von alther und von daher haben diese Sprichwörter immer einen anderen Sinn und Hintergrund und jetzt weiß ich den auch und ihr auch, ihr Lieben. So sieht es aus und wir haben es hier mit diesem Sprichwort, das möchte ich auch noch ganz kurz sagen, mit einem Relativsatz zu tun. Wer zuerst kommt, ja, und hier hole ich mich nicht wieder mit einem neuen Pronomen ab oder sonstigem, sondern ich gehe einfach davon aus, dass das anfängliche Pronomen wer, also die Person, die benannt wird, jetzt hier hinten genauso wieder noch da steht, ich sage sie aber nicht nochmal. Wer zuerst kommt,
malt zuerst. Man könnte auch sagen, wer zuerst kommt, der malt zuerst. Aber das Sprichwort geht wirklich so, dass wir sagen, wer zuerst kommt, malt zuerst. So einfach ist es und das ist eine Redewendung, so sieht es aus tatsächlich. Und das ist wirklich noch aus der guten alten Zeit, wo man dann wirklich gesagt hat, die Person, die zuerst kommt, darf auch als erstes malen. Und es ist heutzutage immer noch so, dass diese Person, die zuerst da ist, also schlau genug, schnell genug gewesen ist, vielleicht sogar pünktlich genug ist, und die wird dann immer mit als erstes und bevorzugt behandelt, weil die ja zuerst gekommen ist. Die anderen dürfen sich hinten in die Reihe dann eingliedern und die Person, die als erstes da war, die wird zuerst und zuvorkommend bevorzugt bedient. Kommen wir nun zur nächsten Frage. Was ist der Unterschied in der Aussprache von malen und malen? Antwort A. Das L wird bei malen weicher gesprochen. Oder Antwort B. Es gibt keinen Unterschied in der Aussprache. Oder Antwort C. Bei malen ist das EN viel kürzer. Oder ist es Antwort D. Das H wird deutlich wie CH ausgesprochen. Was ist hier bitte die richtige Antwort? Und ich gebe euch wiederum 10 Sekunden Zeit, damit ihr hier schauen könnt, was richtig ist. Und 10 Sekunden sind so schnell um. Sagt's euch laut vor. Wenn ihr es wisst, sagt's euch laut vor, damit ihr hier auch noch ein bisschen Aussprache und ein bisschen Gehörschulung dabei habt. Und wir haben die Antwort, es gibt keinen Unterschied, ihr Lieben. Es gibt einfach keinen Unterschied in der Aussprache. Malen und malen. Ein unhörbares H verbirgt sich in dem zweiten Malen. Das ist hier tatsächlich kein Unterschied in der Aussprache und das ist ganz normal bei einem homophonen Wort. Hatten wir schon einmal, ihr erinnert euch sicherlich an mein Video, wieder und wieder, das war ähnlich, das war auch ein homophones Wort und das hatte auch eine grundlegend andere Bedeutung und das haben wir sehr oft in der deutschen Sprache und jetzt wisst ihr, nachdem ihr gleich das Video geschaut habt, was malen und malen hier für ein Unterschied ist. Wir haben noch eine Frage, ihr Lieben. Ein Kind nutzt Buntstifte. Es sagt, ich möchte ein Haus, malte, ich möchte ein Haus malen, ich möchte ein Haus gemalt, ich möchte ein Haus malen. Und jetzt wisst ihr sicherlich schon die Lösung, oder? Dennoch gebe ich euch 10 Sekunden Zeit, um euch das Richtige auch hier noch einmal zu überlegen. Aber ich glaube, nach den vorigen Fragen und Antworten solltet ihr jetzt ziemlich sicher was gewählt haben? Na? Und sagt euch laut vor, wenn ihr die Lösung hier schon wisst. Und die Lösung ist natürlich die Antwort D, weil wir malen immer noch. Ja, malen ohne H. Das ist die Pinselführung, die wir hier haben. Oder auch die Frau, die an der Staffelei sitzt und hier wunderbar etwas malt. Malen ohne H bitte ist hier, wenn wir zum Pinsel und zum Bild schreiten, möchte ich sagen. Und hier ist es richtig, malen ist der korrekte Begriff für das Erstellen einer farbigen Abbildung. Und kommen wir zur nächsten Frage. Die nächste Frage, die ich habe, wenn wir über Pfeffer sprechen, den man in einer Mühle zerkleinert, ist er dann frisch mahlend? Ist er dann frisch gemalt? Ist er dann frisch gemahlen? Oder ist er dann frisch gemalte? Welche Antwort ist hier richtig? 10 Sekunden bekommt ihr wieder Zeit und dann schauen wir uns die Lösung gemeinsam an. Und, na, was habt ihr gesagt? Und die Lösung ist, die Antwort C ist natürlich richtig. Frisch gemahlen ist der Pfeffer. Jawohl, so sieht es aus.
frisch gemahlen. Wir verwenden das Verb mahlen hier wiederum und setzen am Anfang das Präfix oder auch die kleine Vorsilbe hier vor, welches sich hier im Partizip präsentiert. So ist es richtig, mahlen wird dann zu frisch gemahlen. So ist es exakt richtig, wenn wir einen Zustand beschreiben, der nach der Zerkleinerung in einer Pfeffermühle dann stattgefunden hat und wir hinterher nur noch Pfefferpulver haben, welches wir dann zum Würzen unserer Speisen nutzen können. Weiter geht's zur nächsten Frage. Sehr schön. Nächste Frage ist, welcher Satz ist grammatikalisch und inhaltlich korrekt? Antwort A. Die Mühle mahlt das Korn zu Mehl. Antwort B. Ich habe ein Bild für dich gemalt. Antwort C. Der Maler malt die Wand blau. Oder Antwort D. Ich habe ein Bild für dich gemahlen. Welches ist hier die richtige Antwort? Ihr bekommt wiederum 10 Sekunden Zeit, um das Richtige hier herauszufinden. Und es soll grammatikalisch und es soll inhaltlich korrekt sein. Und wir schauen uns das Ganze jetzt gleich an. Und die Lösung ist die Antwort B natürlich. Wenn ihr Antwort B genutzt habt, dann ist es richtig. Ich habe ein Bild für dich gemalt. Und wir befinden uns im Kasus Akkusativ. Das geht hier ganz einfach einher, indem wir ein Verb haben und ein direktes Akkusativobjekt malt oder jetzt in dem Fall gemalt. Und was wurde gemalt? Es wurde ein Bild gemalt. Und im zweiten Teil des Satzes die Präposition für verlangt ebenfalls den Kasus Akkusativ, denn für dich ist auch im Kasus Akkusativ hier ausgeschrieben. So gehört es und die Präposition für ist immer Hinweis auf den Kasus Akkusativ.